Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Jahr haben wir hier auf dem Hof den kleinen und den großen Gemüsegarten bewirtschaften können. Hier stehen wir jetzt gerade im großen Gemüsegarten. Und dieses Jahr konnten wir den Ackergarten, so nennen wir das, dazu nehmen. Also 700 Quadratmeter, noch mehr Gemüsefläche. Die schauen wir uns heute in diesem Video an, denn das habt ihr euch gewünscht. Das finde ich richtig super. Hier im Garten hinter mir seht ihr ein leuchtendes Meer von gelb, orange, blau, lilanen Punkten. Wir haben hier so einen starken, intensiven Komplementärkontrast, also das Gelb der Ringelblumen und das Violett der Zottelwicke hier drin. Es ist wunderschön. Ich denke, die ein oder andere Ringelblume werde ich mir auch nehmen zum Trocknen. Ist ja eine richtig tolle Pflanze und kann man ja ganz viel auch mit anstellen mit den Blüten. Ich wünsche euch jetzt richtig viel Spaß bei unserem Rundgang auf dem Ackergarten. Und hier sind wir jetzt in unserem Ackergarten. Der Streifen des Ackergartens ist ungefähr 10 Meter breit und die gesamte Länge, da sind wir bei 260 Meter. Da kam letztes Jahr eine Gründüngung drauf und wir haben das in 3 Bereiche eingeteilt. Und einer von diesen Bereichen ist dieser hier. Den nennen wir jetzt hier den Ackergarten. Und ihr seht schon, hier wächst ganz schön viel buntes, verschiedenes Gemüse. Wir haben hier eine Breite von 10 Metern und eine Länge nach hinten raus von 70 Metern. Wir schauen jetzt mal im Detail, was dieses bunte, verschiedene Gemüse überhaupt ist, was wir hier überall eingepflanzt haben. Im Detail schauen wir uns die Beete an und wir beginnen auf der linken Seite und gehen jeden Beetstreifen durch. Hier im ersten haben wir wirklich von Anfang bis hinten an haben wir Mais stehen. Ihr kennt das von uns, normal ziehen wir den Mais eigentlich vor, aber hier war das bei der Größe für uns jetzt auch nicht mehr machbar. Das heißt, wir haben eine Direktsaat gemacht und dieses Jahr war das Wetter für die Direktsaat, glaube ich, nur besonders schwer. Es war etwas schwierig mit dem Mais. Es ist einiges noch aufgelaufen, aber es gibt hier und da ein paar kleine Lücken, ist aber nicht weiter schlimm, ist insgesamt auf jeden Fall noch genug. Das darf jetzt einfach weiter wachsen. Also, der komplette erste Beetstreifen ist voll mit Zuckermais. In der zweiten Beetreihe, hier am Anfang, seht ihr schon, haben wir Wassermelonen stehen. Und die Wassermelonen haben wir jetzt hier nicht nur im Freiland stehen, das ist das Spannende, sondern eben auch im Folientunnel. Ganz zum Schluss vom Video schauen wir uns das auch noch an. Und wenn wir uns jetzt die Wassermelonenpflanzen mal genau anschauen, da muss man ja echt sagen, bei dem Wetter, die halten sich schon wirklich besser als so manch eine Gurke. Das wird eine spannende Geschichte. Schauen wir, was dahinter wächst. Die zweite Gemüsekultur nach den Wassermelonen hier haben wir stehen den Eichblattsalat. Wunderbarer Salat, das ist schon der zweite Satz. Die erste Charge ist uns ja der größte Teil leider verfault, weil es einfach zu nass war. Wenn das jetzt hier weiter so feucht bleiben sollte, wird es mit der Saatgutgewinnung vielleicht auch ein bisschen schwierig. Aber der Sommer kommt ja jetzt, es wird trockener. Da sind wir ganz optimistisch unterwegs. Bisher sehen die alle wunderschön aus, richtig hübsch. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, hier vorne an oder anders gesagt, zwischen den Gemüsekulturen haben wir immer noch Blumen stehen oder Kräuter stehen. Ihr wisst ja, wir sind ein großer Befürworter von Mischkultur und wir finden, dass Kräuter und Blumen einfach dazwischen in die Gärten dazu gehören. Vielleicht könnt ihr ein bisschen schauen und raten, was das wohl für eine Blume ist. Wir haben hier, ich erzähle es jetzt aber auch, das sind Zinien, die hier dazwischen stehen. Es wechselt aber immer, das seht ihr jetzt im Verlauf vom Video. Nach dem Eichblattsalat folgt der nächste Blühstreifen. Ihr seht schon, hier haben wir die Bechermalve. Die hat so schöne große, zarte, rosa Blüten. Die kann man auch wunderbar im Salat mitverarbeiten oder bei Dessertzubereitungen. Und hier dahinter sieht man noch nicht so viel, weil die Jungpflanzen recht klein sind. Hier wachsen Steckrüben. Steckrüben gelten ja auch noch als das alte Gemüse und da gibt's viele neue Entdeckungsmöglichkeiten, die hinterher zuzubereiten. Wir machen das immer ganz gerne, wenn wir eine Gemüsesuppe haben. Ganz zum Schluss raspeln wir noch eine Steckrübe rein. Schmeckt richtig gut. Und schaut mal ein bisschen weiter, da seht ihr so grüne Pflanzen mit blauen Blümchen. Ihr erkennt es vielleicht schon, das ist der Borretsch, das Gurkenkraut. Und was dahinter steht, ja, das kann man sich ja jetzt schon fast denken, wir schauen es uns aber an. Hinter dem Borretsch stehen natürlich Gurken. Wir haben hier Eisenstangen und einen Wildzaun zu einem Gitter montiert, was ja flexibel ist, kann man wieder abmontieren. Daran können die Gurken hochklettern. Wir haben hier unsere Salatgurken stehen, das sind Freilandgurken und die müssen wir ein bisschen leiten. Unten haben wir die als kleine Jungpflanze festgemacht mit diesen Clipsies. Die sind sehr nachhaltig, weil die kann ich immer wieder verwenden. Und wenn sie doch mal im Kompost landen, ist es auch nicht schlimm, die zersetzen sich nämlich mit der Zeit. Und weil wir die so gut finden, gibt's die bei uns im Kiosk, also im Online-Shop. Schaut gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Ich finde das eine super Alternative zu so manchen Plastikklipse, die man von früher auch noch so kennt. Ich nehme die Gurkenpflanze ganz vorsichtig, leite sie hoch, mache den Clip wieder dran und jetzt kann sie schön weiter wachsen.
Das mache ich bei den anderen auch noch und wir schauen jetzt gleich hinten, gehen wir weiter. Das Beet endet natürlich auch wieder mit dem Borretsch und was anschließend kommt, schauen wir uns zusammen an. Bevor wir weitergehen, noch eine kleine Info. Ihr seht hier, dazwischen sind natürlich auch Lücken. Das Wetter war wirklich schwierig. Die Gurken haben sich nicht alle wohl gefühlt. Wir haben hier Ausfälle drin, aber ihr habt es vielleicht schon in dem letzten Video gesehen. Wir haben wieder neue ausgesät, sodass wir diese Lücken auch füllen können. Der restliche Teil des zweiten Beetstreifens ist vor allen Dingen mit Kürbissen gefüllt. Hier vorne haben wir den Butternut-Kürbis, dann haben wir dazwischen wieder Blumen, das ist die orangene Cosmea. Es geht weiter mit Kürbis, Muscate Provence, wir haben wieder Cosmea, die bunte, danach den Hokkaido und noch einen Sortentest mit einer Kürbissorte, die wir ausprobieren wollen. Wenn die gut ist, wird die auch im Shop landen. Aber so seht ihr, das zweite Beet hier hinten ist mit Kürbisgewächsen gefüllt, mit Kürbis. Die dritte Reihe ist recht einfach eigentlich, könnte man sagen. Wir gehen aber nach vorne und dann machen wir zusammen weiter. Und das hier ist unsere Kirky. Das ist eine von den Kitten vom letzten Jahr, wo wir uns drum gekümmert haben. Ihr kennt das ja, auf dem Bauernhof sind Katzen. Wir haben sie kastrieren lassen und unsere Kirky ist jetzt ein gutes Jahr alt und fühlt sich sichtlich wohl, macht sich als Mäusefängerin auch gut und ja, gehört einfach dazu. Das ist unsere Kirky. In der dritten von 7 Ackerbeetreihen stehen hier, wie ihr sehen könnt, ganz, ganz viele Kartoffeln. Das sind viele verschiedene Sorten und auch hier haben wir mit Mischkulturen gearbeitet. Ihr seht hier zwischendurch, so langsam gehen die Blütenköpfe auch auf, die orangenen Punkte. Wir haben hier Ringelblumen stehen. Ringelblumen sind ein wunderbarer Mischkulturpartner für Kartoffeln. Die halten den Boden gesund und die sind auch gut, um die Drahtwürmer fernzuhalten. Also die Kombination ist super. Und was ihr vielleicht auch noch sehen könnt, ist noch ein bisschen klein hier nebenbei. Das ist der Dill. Auch Dill ist ein super Partner für die Kartoffeln. Carlos, der Kartoffelkäfer, der sonst gern sein Unwesen auf Kartoffeln treibt, mag den Dill nicht, den Geruch vom Dill nicht. Und als der Dill noch nicht so groß war, hatten wir hier Kartoffelkäfer drauf, haben wir abgesammelt. Und in unserem Gemüsegarten haben wir auch noch Kartoffeln stehen ohne Dill. Da haben wir ein paar mehr Kartoffelkäfer. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber das ist ein Erfahrungswert. Wir werden das weiter beobachten. Also hier stehen 2 Reihen verschiedenster Kartoffelsorten und wir freuen uns schon sehr auf die Ernte. Das wird wieder spannend und die Vielfalt macht es dann eben auch. Wir schauen weiter in Beetreihe Nummer 4. Bevor wir uns den 4. Beetstreifen im Detail anschauen, vielleicht noch ein paar Worte zu den Abmessungen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben 70 Meter Länge, 10 Meter Breite. Jeder dieser 7 Beetstreifen ist mit einem Meter angelegt. Und ihr seht es auch, die Pflanzabstände, wenn wir 2 Reihen hier drauf haben, was wir eigentlich fast überall haben, sind immer gleich. Also nicht die Pflanzabstände, sondern die Reihenabstände. Das macht einfach die Bearbeitung leichter. Gartenarbeiten und Gemüsegarten, gibt es verschiedene Variationen, Modelle. Wir haben auch Hochbeete. Ich habe auch schon Mandala-Gärten gesehen, die wunderschön sind. Aber wenn man jetzt so eine große Fläche hat und hier effizient drauf arbeiten möchte, dann kommt man nicht drum herum, in der Struktur zu arbeiten, weil man hier auch eben nicht mehr alles von Hand macht, also nur noch mit der Hand, sondern zum Beispiel eine Radhacke dabei hat. Und da ist sowas viel, viel einfacher, wenn man eine gleichbleibende Struktur hat. Auch wenn man später, wenn wir mit dem Pferd hier arbeiten wollen, dann ist es auch leichter, wenn wir hier geradlinig und feste Maße haben, angelegt und geplant, sodass wir das dann leichter in Ordnung halten können, dann ist die Pflege leichter. Was wir aber auch sehen können, ist, dass die Pflanzabstände sich natürlich unterscheiden. Hier beim Kohl, hier vorne der Rotkohl, der hat größere Pflanzabstände. Das wird ja eine viel größere Pflanze im Vergleich beispielsweise als so Zwiebeln. Die stehen enger. Da haben wir dann Möglichkeit, das anzupassen. Aber die Reihenabstände haben wir hier jetzt fest definiert. Schauen wir mal im Detail. Hier vorne haben wir direkt den ersten Blühstreifen stehen. Das ist die Ringelblume. Die kommt demnächst noch in Blüte. Dahinter seht ihr die Kohlpflanzen, hatte ich ja eben schon erwähnt. Das ist der Rotkohl. Der hat natürlich viel Platz, den haben wir viel Platz eingeräumt und hinten sind trotzdem ein paar Pflanzen kaputt gegangen. Da haben wir andere Kohlpflanzen nachgesetzt, zum Beispiel Brokkoli. Und dann kommt natürlich die Frage auf, und das lesen wir auch öfters mal, aber ihr könnt doch nicht Kohl neben Kohl pflanzen, das macht man noch nicht. Das hat den Hintergrund einfach, ein Kohl ist ein Starkzehrer, braucht viel Platz und wenn er mal einen Schädling hat, wenn die Abstände zu nah sind, dann kann so ein Schädling natürlich auch schneller überspringen. Wenn wir aber genügend Nährstoffe haben und auch entsprechend viel Platz, dann können wir das in einer Anbauphase natürlich machen. Das ist kein Problem. Was wir auch noch gemacht haben, in der nächsten Pflanzung dahinter haben wir Kamille stehen. Kamille duftet sehr intensiv und ist auch nochmal förderlich dabei, wenn man den Kohlweißling vom Kohl ablenken möchte.
Hinter der Kamille haben wir die Zwiebel stehen, die Gemüsezwiebel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das sind so schöne große Exemplare, die schmecken richtig gut, ein bisschen milder und die werden auch bis über 1 Kilo schwer. Da freue ich mich sehr drauf. Man sagt der Kamille und dem intensiven Duft auch nach, dass sie die Zwiebelfliege so ein bisschen fernhält. Wollen wir mal schauen, wie gut das klappt. Und ihr seht vielleicht schon im hinteren Bereich die bunten Blätter. Ich sage es ja immer wieder gerne, Mangold ist einfach wunderschön, eignet sich auch toll zum Malen, aber eben auch für die Küche. Der steht da hinten. Hinter dem Mangold ist der nächste Blühstreifen. Vielleicht erkennt ihr das schon, wenn ihr es bei euch auch stehen habt, die Jungpflanzen. Das sind Blumen, die man sonst vom Felde kennt. Das sind Kornblumen. Und dahinter, ihr erkennt sicherlich auch die Pflanzen, das ist der Sellerie, ein Stangensellerie. Und anschließend haben wir wieder intensiv duftend den Anis Yssop stehen. Und wofür der gut sein soll, das schauen wir uns jetzt an. Anis Yssop ist ja eine sehr, sehr intensiv duftende Pflanze. Die Hummeln, die Insekten, die Bienen, die lieben sie auch, wenn sie blüht. Auch die Blätter, wenn man dran reibt, da kann man das merken, das ist wirklich sehr intensiv. Und dieser intensive Duft soll auch die Schädlinge abhalten und ja, ablenken kann man auch sagen. Hier direkt daneben haben wir nämlich wieder Kohl stehen. Ihr seht das schon, das sind Kohlpflanzen. Das ist jetzt der rot-violette Rosenkohl, ein Sortenversuch von uns, auf den ich wirklich sehr hoffe. Ich bin gespannt, wie die sich machen und wenn die schön wachsen und gut schmecken, dann kommen die auch ins Sortiment. Was ihr aber auch sehen könnt, und ihr habt es, glaube ich, im Hintergrund schon gesehen, wir haben hier so gelb-schwarze Flatterbänder stehen. Die haben bei den Tauben jetzt gut geholfen. Aber hier im Ackergarten haben wir natürlich auch Wild und so einige Pflänzchen sind jetzt hier schon beknabbert worden. Mein Mann hat letztens auch noch den Feldhasen hier gesehen. Der hat sich mal über die Pflanzen hergemacht und mal geguckt, ob sie ihm schmecken. Und ich glaube, ein paar haben ihm wirklich sehr gut geschmeckt. Der nächste Blühstreifen dahinter sind die Ringelblüten und danach geht's noch weiter. Nach den Ringelblumen geht's hier im 4. Beetstreifen weiter mit Palmkohl. Der ist gerade frisch gepflanzt. Und ich hoffe, dass wir da nicht so viel Hasenfraß haben werden. Warten wir es ab. Bisher sehen die Pflanzen ganz gut aus. Und weiter im Beet geht es wieder mit Blumen. Wir haben die orangene Cosmea drin. Wir haben verschiedene Zucchini-Sorten drin. Auch wieder ein Test. Auch eine gestreifte ist dabei. Und auch da sind wieder Blumen dazwischen. Anis Yssop ist dabei und auch die Speisechrysantheme. Gehen wir wieder nach vorne und starten mit dem Beetstreifen Nummer 5. Dieser Beetstreifen, zumindest der vordere Bereich, ist für uns ein Phänomen. Schaut euch das mal an. Hier steht Knollensellerie drin, wie man ja sehen kann. Die eine Reihe, da steht nicht mehr viel und das war alles die Wühlmaus. Also die hat die Pflanzen nach unten weggezogen, weggefuttert. Es stehen ja noch ein paar wenige. Das ist jetzt sozusagen unser Opfersellerie. Und die andere Seite, da ist noch keine einzige weg, obwohl sie direkt daneben steht. Jetzt munkeln wir natürlich, was ist der Grund dafür? Schmecken die auf der Seite vielleicht besser oder hält sie sich die andere Seite noch für gut? Was sind denn eure Ideen? Habt ihr vielleicht einen Wühlmausflüsterer im Bekanntenkreis? Also das ist wirklich ein Phänomen. Aber solange sie den Sellerie auffrisst und die Kohlpflanzen in Ruhe lässt, ist das noch okay für uns. Dann ist es halt eben eine Opferpflanze. Das wäre schon okay. Aber merkwürdig ist es doch schon, oder? Eine Reihe fast komplett weggefressen und bei der anderen Reihe kein einziger Ausfall. Das wird spannend. Wir haben im Anschluss an den Knollensellerie hier eine Tagetes stehen und dahinter ist die bunte Beete. Das ist ein Sortenversuch und die haben wir ja zusammen gepflanzt. Die haben wir letztens zusammen sauber gemacht und schaut mal. Die hat sich erholt, steht jetzt wieder richtig gut im Beet. Da sind wir zufrieden und sind sehr gespannt. Es ist spannend, wie die dann schmecken wird, wie die aussehen wird. Aber auch das werdet ihr mitbekommen, wenn ihr unserem Kanal folgt. Also falls ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Weiter geht es da hinten und ich sehe schon, da sind wieder Blumen. Das dürfte die Kornblume sein. In diesem Bereich vom 5. Beetstreifen stehen Bohnen. Buschbohnen sind es, die gelben und die grünen. Und wie ihr sehen könnt, die sehen nicht ganz so glücklich aus. Das ist ähnlich wie bei den Gurken. Das Wetter, was bisher an der Tagesordnung war, das gefällt den Bohnen nicht. Hinzu kommt, dass die erst gerade mal seit einer Woche hier drin stehen. Also wenn ihr bei euch Buschbohnen habt und die sehen so aus, macht euch keine Sorgen. Es wird wärmer werden, ich bin guter Dinge und dann werden die sich auch erholen. Als Mischkulturpartner für die Bohnen haben wir in der Mitte, auch wenn man noch kaum was sieht, das ist das Bohnenkraut, haben wir auch ein bisschen zurückgeschnitten, eben damit es buschiger wird. Hinter den anderen Buschbohnen hier haben wir noch eine Tagetes stehen und dahinter sind nochmal kleine Jungpflanzen, da ist der Grünkohl drin. Hier bei den Grünkohlpflanzen seht ihr noch die Gießränder. Die sind erst vor 2 Tagen in die Erde gekommen, also noch ganz frisch dabei. Die dürfen erstmal anwachsen, sich akklimatisieren. Daneben kommt wieder ein Streifen, also 2 Reihen mit Blumen, genau, Kornblumen. Und hier vor mir seht ihr die Frühlingszwiebeln. Die sind gut angewachsen. Daneben, beziehungsweise von euch aus gesehen, dahinter haben wir die Petersilie.
2 Reihen und dann geht's weiter mit 2 Reihen der gleichen Gemüsekultur. Da steht Winterwirsing. Und das ist bewusst so viel, denn da geht es auch um die Saatgutvermehrung. Und natürlich haben wir auch den einen oder anderen Ausfall oder wenn Pflanzen nicht so schön sein sollten, ist selten bei uns, aber es passiert. Oder wenn mal was weggefressen wird. Deswegen sind es so viele. Schauen wir mal, wie es weitergeht in der Saison, wie viel dann hinterher eben stehen bleiben, ob das so überhaupt funktioniert. Weiter geht es jetzt mit der vorletzten Reihe, also mit dem vorletzten Beetstreifen. In der 6. Reihe haben wir hier vorne Tagetes stehen. Dahinter seht ihr Zwiebeln, die wir aus der Saat gezogen haben. Und seht euch das an. Die sehen gut aus. Die sind jetzt im Horst, also in der Gruppe gepflanzt. Und das ist wunderbar. Also in Sachen Zwiebeln sind wir auch in der Selbstversorgung komplett. Die lässt sich so schön lagern. Ich habe jetzt noch Zwiebeln vom letzten Jahr für die Küche und wir essen viele Zwiebeln. Das ist toll. Und dahinter seht ihr die grünen Blätter mit den roten Streifen. Natürlich, das ist rote Beete. Da hatten wir noch Jungpflanzen über, die haben wir hier reingesetzt. Die fühlt sich hier auch ganz wohl. In der Nachbarschaft zur roten Beete steht Anis Yssop wieder. Übrigens, die Blätter lassen sich auch ganz toll zum Tee verwandeln. Also ist auch eine tolle Teepflanze. Und hier neben haben wir Fenchelpflanzen stehen. Und beim Fenchel, finde ich, ist es so wichtig, dass man daran denkt, ihn früh genug zu ernten, wenn man ihn zum Beispiel auch roh genießen möchte. Auch die Garzeit ist geringer. Hier die Größe, die ist noch zu klein, die darf noch ein bisschen stehen. Aber als Tipp, erntet ihn früh genug. Und noch ein Tipp, gerade wenn ihr mit Kindern im Garten seid, hier dieser Trieb, der hier rauswächst, wenn die nachher größer sind bei der Ernte. Diesen Trieb einfach mal abschneiden und den Kindern in die Hand drücken. Ich habe bisher noch kein Kind kennengelernt, was hier nicht gerne dran knabbert und den Geschmack auch eben sehr gerne mag. Probiert's mal aus oder wenn ihr das schon gemacht habt, schreibt mir gerne mal eure Erfahrung, eure Meinung in die Kommentare. Hinter dem Fenchel steht noch Tagetes und hinter der Tagetes steht noch so ein Sorgenkind. Ihr könnt es hier sehen. Ihr seht vielleicht viele kleine Kugeln. Das ist Kohlrabi und der kommt nicht richtig ins Wachstum, weil er einfach geschwächt ist. Wenn wir mal einen Blick auf die Blätter werfen, dann wissen wir auch, warum er geschwächt ist. Hier waren zwar keine Randale-Amseln am Werk, aber naja, man könnte sagen Terrortauben oder Hoppelhasen. Die haben ihm ordentlich zugesetzt. Wir können ihn natürlich trotzdem essen. Er muss ja nicht so groß werden. Das heißt, wir haben trotzdem eine Ernte, aber das erklärt, warum er nicht so groß wie zu erwarten geworden ist. Und neben dem Kohlrabi hier, da steht noch eine beliebte Krautpflanze, das ist Oregano. Und wer neben dem Oregano steht, das schauen wir uns jetzt auch noch an. Ein Stückchen weiter hier neben dem Oregano steht noch so ein Leidensgenosse vom Kohlrabi, könnte man sagen. Ihr erkennt die Pflanzen, denke ich mal. Das ist eine Kohlpflanze, das Lieblingsgemüse von meinem Mann. Das ist der Blumenkohl. Auch der sieht ziemlich zerrupft aus. Ich hoffe, der erholt sich und wir kriegen noch ein paar schöne Blumenkohlköpfe, die wir hier ernten können. Naja, warten wir es mal ab. Daneben haben wir Schnittlauch. Schnittlauch haben wir eigentlich nie genug, könnte man sagen. Also wir essen viel Schnittlauch. Der wächst hier schön weiter. Und dahinter, ihr seht schon, haben wir wieder eine Hülsenfrucht. Das sind die Trockenbohnen, die Borlotti. Die kann man so wunderbar haltbar machen. Ich finde die toll. Hinter der Trockenbohne steht jetzt hier Bohnenkraut. Passt ja gut, aber nicht nur zu Hülsenfrüchten, sondern hier eben auch zu Kohl. Hier hinter, bei den Gießrändern, die kleinen Jungpflanzen hier, das ist Brokkoli. Übrigens, Brokkoli könnt ihr auch noch bis in den Juli, also auch im Juli aussehen. Und wenn ihr noch Saatgut braucht, wir haben bei uns im Kiosk samenfestes, biologisches Saatgut, was ihr im Kiosk bekommen könnt. Damit unterstützt ihr natürlich auch unsere Arbeit. Und wenn ihr bei uns eingekauft habt, dann hier nochmal ein herzliches Dankeschön von uns. Hinter dem Brokkoli geht's weiter, da steht noch ein bisschen Dill und dahinter sieht man nichts. Das ist aber bewusst so geplant, denn es gibt ja noch spätere Kulturen, Zichoriensalate, hier Radicchio zum Beispiel, oder eben auch Zuckerhut oder späte Kohlsorten. Da haben wir uns noch Entfaltungsfläche freigelassen, die wir hinterher noch füllen können. Und jetzt kommen wir zur letzten Reihe, also zum letzten Beetstreifen. Wir sind jetzt an dem 7. Beetstreifen, am letzten Beetstreifen von unserem Ackergarten angelangt und hier im vorderen Bereich stehen Kohlpflanzen, ihr habt es schon gesehen, es ist Blumenkohl. Der Blumenkohl ist hier und da auch ein bisschen berupft, aber nicht so stark wie der andere. Es wird, glaube ich, eine bessere Ernte werden, das werden wir sehen. Blumenkohl essen wir sehr gerne, da bin ich guter Dinge. Und dahinter haben wir Bohnenkraut stehen, auch das haben wir nach der Pflanzung gekürzt, wie ihr das von uns kennt und siehe da, es wächst jetzt schon buschig nach. Interessant ist, dahinter stehen kleine grüne Pflänzchen, die sahen letztes noch viel schlimmer aus, wo wir so 6 Grad nachts hatten. Das sind Paprika. Das ist unsere Spitzpaprika, die auch fürs Freiland geeignet ist. Als Tipp dabei haben wir mal vor vielen Jahren in einem Video gelernt, das war noch im VHS-Version unterwegs,
Paprika im Freiland, da helfen wir den Pflanzen, wenn wir zwei wirklich direkt zusammenpflanzen. Zum einen stützen die sich gegenseitig, da muss ich kein Stöckchen mehr reinstellen. Und zum anderen ist es für die Befruchtung, also für mehr Ernte, auch ganz förderlich. Deswegen seht ihr bei uns im Detail dann Paprikapflanzen, wo immer zwei direkt nebeneinander sind. Das ist der Hintergrund. Die Paprikapflanzen hatten es wirklich schwer hier draußen im Freiland. Es war so kalt, die müssen sich noch erholen. Im Vergleich zum Folientunnel ist es echt ein großer Unterschied, schauen wir uns aber gleich im Anschluss noch an. Daneben haben wir hier Petersilie. Petersilie kann man auch immer wunderbar in der Küche verwenden, finde ich ganz toll. Und dahinter hier an dem Beetstreifen, wenn ihr guckt, seht ihr sozusagen über das Gleiche. Das sind die vielen Naschtomaten hier, das sind die Wildtomaten. Die brauche ich auch nicht anbinden, wie jetzt zum Beispiel die Cocktailtomate, die ja auch draußen super wächst. Das kann einfach so weiter wachsen erstmal, bis es gestützt werden muss. Das Phänomen ist aber hier. Wir haben ja vorhin geguckt, beim Sellerie, da ist die Wühlmaus wirklich aktiv und hier hat sie auch zugeschlagen. Hier stand eigentlich eine Tomate und die hat sie nach unten, wie sie das so macht, weggefressen. Das ist aber das erste Mal, dass wir sie jetzt hier an einer Tomate sehen. Ist eine spannende Geschichte mit den Wühlmäusen. Bisher hält sich der Druck in Grenzen. Wir haben ja aber auch viele, glaube ich, nachtaktive Jäger, die hier sind und auch die Katzen sind am Start. Also bisher ist der Druck von der Wühlmaus hier erträglich, das geht noch. Abwarten, wie es weitergeht. Hinter den Wildtomaten hier haben wir wieder Bohnenkraut stehen. Ihr fragt euch vielleicht, warum es so viel ist, aber Bohnenkraut ist jetzt hier für viele Kulturen super Mischkulturpartner und wir können es natürlich auch toll ernten, trocknen, haltbar machen. Als Mitbringsel ein wunderschönes Geschenk, finde ich, aus dem eigenen Garten. Das lohnt sich also, das kann man gut verarbeiten. Dahinter haben wir wieder Kohl stehen. Ihr ahnt es schon an der Blattform. Das ist Rosenkohl, jetzt der grüne, der darf hier wachsen. Dahinter haben wir wieder eine Tagetes zum Schädlingsabwehren. Und anschließend findet ihr wieder nichts. Das ist wieder Fläche für weitere Gestaltung, also für Pflanzen, die demnächst dann noch kommen werden. Nun habt ihr einen Einblick, wie das bei uns hier in unserem Ackerstreifen, in unserem Ackergarten aussieht, in den 7 Beetstreifen. Das ist jetzt hier unser erstes Jahr. Wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, auch in Sachen Wildverbiss, also Hase und was hier sonst noch so durchwandert und futtert. Wir hoffen, es wird im Rahmen bleiben, denn wenn es wirklich ausufert, würde das bedeuten, wir brauchen einen konstruktiven Schutz. Wir müssten einen Zaun bauen, das wäre sehr kostenintensiv. Da müsste man dann wirklich mal schauen, wie viel Sinn das macht, wie man das umsetzen könnte. Also drückt uns die Daumen, dass der Schaden in kleinen Mengen bleibt, dass wir das gut vertragen können. Und spannend ist ja auch, wie sich das weiterentwickelt hier. Also habt ihr Lust? Wir haben gedacht, vielleicht machen wir in 8 Wochen im August einfach nochmal einen neuen Ackergartenrundgang. Dann haben wir vielleicht einen ganz guten Vergleich. Und wo wir gerade über Vergleiche sprechen, direkt hier neben unserem Ackergarten haben wir den Tunnel stehen und da sind 2 Kulturen drin, die wir auch hier draußen im Anbau haben. Da können wir schauen, wie da die Unterschiede sind. Das gucken wir uns jetzt noch zum Schluss an. Hier im Tunnel ist es wirklich schön warm und auch so warm, dass ich meine Strickjacke ausziehen musste. Die Pflanzen fühlen sich auch wohl, wie man gut sehen kann. Direkt vor mir hier haben wir auch Paprikapflanzen und schaut euch die an. Die sind grün, die sind schön gewachsen, die sind voll im Saft, vital, die fühlen sich wohl und wachsen gut. Ebenso daneben die Gurken, die Schlangengurken. Da liegen auch schon die ersten Triebe auf dem Boden. Auch da müssen wir uns kümmern, die nochmal leiten und anbinden. Die ersten Ansätze für die Gurken sind da. Wir sind sehr happy damit. Ebenso hier vorne die Physalis. Auch hier ist noch ein bisschen Pflege nötig, aber die sehen auch schon richtig gut aus. Fruchtansätze sind da, wir sind zufrieden. Und hier vorne direkt seht ihr die Pepino-Pflanzen. Die haben wir alle auch selber gezogen. Und da hoffe ich, dass ich euch in Zukunft demnächst auch Saatgut von Pepino selber anbieten kann. Mal sehen, aber ich denke, bisher sieht's gut aus. Wenn die alle schön weiter wachsen, bin ich da guter Dinge. Auf der anderen Seite von unserem Folientunnel haben wir hier die zweite Vergleichskultur, und zwar die Wassermelone. Ihr könnt schon sehen, es sind richtig üppige Pflanzen. Sie hat viele Ranken gebildet, also jede Pflanze. Wir haben männliche und weibliche Blüten dran, also da ist wirklich schon richtig viel passiert. Wir haben übrigens auch in unserem Tunnel Öffnungen, also über den Türen auch, sodass hier auch eine schöne Belüftung stattfindet, dass man Wind durchziehen kann. Und wenn wir weiterschauen hinter der Wassermelone, da haben wir die Auberginen stehen und auch nicht wenige. Und da war die Frage, wieso baut ihr die Auberginen denn jetzt doch im Haus an? Eine gute Frage. Zum einen können wir den Folientunnel nicht mit einem kleinen Gewächshaus vergleichen. Das heißt, das Klima ist hier doch anders. Und wenn wir Auberginen im Hausgarten anbauen wollen würden wir nach wie vor empfehlen, das im Kübel geschützt an der Hauswand zu machen, so wie bei Tomaten auch immer 2 zusammen. Das ist auf jeden Fall besser, als sie im kleinen Gewächshaus anzubauen, zumindest unserer Erfahrung nach.
Und was ihr auch noch sehen könnt, das Beet ist gemulcht. Da kam auch die Frage, mulcht ihr jetzt nicht mehr oder wie ist es mit dem Thema? Wir sind nach wie vor begeistert vom Mulchen, aber so viel Rasenfläche und so viel Zeit zum Rasenmähen haben wir auch gar nicht jetzt hier. Das heißt, wir gucken nach Priorität. Welche Pflanzen brauchen den Mulch unbedingt? Also wer kann am schwierigsten drauf verzichten? Und das sind die Pflanzen, die viel Wasser brauchen. Das heißt Wassermelonen oder eben auch Gurken und so. Die stehen auf der Prioritätsliste des Wer kriegt den Mulch ab ganz weit oben. Und ansonsten heißt es hier bei den riesigen Flächen hacken, hacken, hacken. Direkt neben mir könnt ihr sehen, auf dem Boden ist viel Basilikum eingepflanzt und wer natürlich gerne mit dem Basilikum zusammensteht, das sind die Tomaten. Hier haben wir die Fleischtomaten, die Ananastomaten und entsprechend auch so viele, ihr könnt euch schon denken, wofür das ist. Die Ananastomate haben wir im Sortiment und wollen sie auch weiter da behalten. Ihr Lieben, unser erster Ackergartenrundgang ist nun vorbei und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn er euch auch gefallen hat. Über jeden einzelnen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich sehr. Ebenso auch über eure Kommentare unter dem Video. Wenn ihr noch mehr aktuelle Einblicke in unseren Gartengemüsekiosk haben möchtet, schaut gerne auf Instagram vorbei, da gibt es regelmäßig auch noch Posts. Und wenn ihr möchtet, ich denke in 8 Wochen werden wir noch mal einen Rundgang hier im Ackergarten machen. Das dürfte bestimmt schön üppig und voll und auch bunt werden, wenn die Wühlmaus uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Zum Weiterschauen haben wir wieder was verlinkt. Einmal hier oben unsere Playlist mit den ganzen Hofgeschichten, wie sich der Hof so weiterentwickelt, was so passiert. Und hier unten unsere Playlist mit den ganzen Anbauvideos. Also ihr habt ganz viel Gemüsekulturen jetzt im Ackergarten auch gesehen. Und in dieser Playlist haben wir über 50 kurze, kompakte Videos drin, wo ihr sehen könnt, wie ihr Gemüse ganz einfach anbauen könnt. Also macht eure Gärten bunt und bis zum nächsten Mal. Eure Jen.